Aber Marc, Gurke ist ein geiles Gemüse. Gurke ist ein geiles Gemüse. Gugus gewesen. Gugus geblieben. Hä? Jetzt. Lohnerhöhung incoming. Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ist etwas ganz Spezielles auf dem Plan. Zwar haben wir Besuch über vom Olli Huber aus Deutschland. Er hat sehr, sehr wilde Pläne. Was fertig, zeigen wir euch gerade, weil er ist sicher schon auf dem Weg. Sollte jetzt gerade da sein und erzählt uns dann, was er alles vorhat in den nächsten Monaten. Das ist nämlich wilde Sache. Los geht's! Guten Winter miteinander. So, der Olli sollte jeden Moment um die Ecke kommen. Live-Standort, sei Dank. Und dann schauen wir uns das ganze Geschichtchen mal an. So wie ich den kenne. Kommt er stilvoll. Ah! Ach du Scheiße, Mann. Traktor! In diesem Sinne, hä? Guten Olli! Morgen! Stilbewusst. Morgen! Hey. Schön hast du es geschafft. Willkommen bei uns in der kalten Schweiz. Mundart okay für dich? Kalt? Ich sehe es ja schon. Du bist der Olli Huber. Aus Aachen, Schwarzwald. Mofa addicted und kurz vor der großen Reise. Genau. Ich habe schon mal gesagt, Stilecht und Under Motorized Idiots ist dein Brand sozusagen, oder? Bitte, es ist ein Understatement, also kein Club oder irgendwas, sondern einfach das, was es halt ist. Untermotorisierte Idioten. Wie wir alle miteinander sind. Wie wir alle miteinander sind. Er ist aber ganz ein Besonderer, weil wenn wir hier mal aufmachen, dann nur schnell ein bisschen mal einspienzelt, sieht das schon mal sehr, sehr geil aus. Und es ist, wie du hast gesagt, es ist kein Bergsteiger, sondern... Es war mal eine Bergsteiger, jetzt Zeichen des Namens Frankensteiger. Frankensteiger. Also es ist alles ein bisschen durcheinander. Lenker von der NSU, Tank von der Yamaha DS7, Lampe von der Suzuki. Also es ist alles... Fette Pneu, wie sich's gehört. Richtig fette Pneu. Oh Mann, ey, ich würde sagen, wir laden schnell aus, gehen gerade mal in die Wärme und dann erzählst du noch mal kurz ein bisschen über dich. Klar. Geil. Ja. Ist ready. Kleine Porn. Ganz kleiner Anfangsform. Fliegengewicht. Ja, arg viel wiegt sie nicht. Morgen. Hallo. Full House heute hier, weil wir haben einen Zündab Belmondo-Spezialist, Zündab-Spezialist allgemein da. So, der Dominik Lehnherr beehrt uns heute in unserer bescheidenen Werkstatt, die hinter dem Zeug da ist. So, rührt mal hier mit dem riesen Ding. Ah, mit dem Tank gehst du, da musst du nur einmal tanken. Und der Köbi ist auch da. Wir haben uns richtig Unterstützung. Wir haben sehr viel vor für einen Tag. Es muss alles gemacht werden. Es muss alles gemacht werden. Was? Schauen wir jetzt gerade an. Frankensteiger. Okay, stellt euch auf einen nervösen Film ein, weil es läuft wirklich viel heute. Wie gesagt, Dominik Lehnherr haben wir da. Seines Zeichens Zündab und vor allem Belmondo-Spezialist, gell? Darf man ja alles sagen, mit ihm haben wir auch den Zylinder entwickelt, der ja richtig geil ballert. Aber richtig. Darum haben wir ihn da, er weiss Bescheid. Ich kann mir einen schönen Tag machen, viel Kaffee trinken und etwas dazulernen. Oli, der noch Teile anschleicht, muss natürlich auch alles wissen, was wir hier verbauen, weil er ist ja nachher schlussendlich mit dem Ding unterwegs. Und zwar nicht wenig. Aber wie willst du mit dem unterwegs sein? Das ganze Gewicht auf der Handgelenk und da hinten gar kein Polster. Das ist noch ein bisschen das Problem, ja. Wohin ist noch nicht so ganz klar. Also Kanada, USA auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Am Anfang Schweden, Norwegen noch vielleicht. Es ist alles, ich sag mal, going by doing. Also ein Kurztrip eigentlich so ein bisschen. Ja. Im Endeffekt wird es ein 5-stelliger Kilometerbetrag. Geil, Mann. Wenn ich 6-stellig schaffe, dann setze ich mich zur Ruhe. Wenn es auf den Motor ankommt, haben wir schon einen Plan geschmiedet. Und zwar, dass wir
2 Motoren werden aufbauen. Einmal der jetzt da drunter ist, den wir jetzt anschauen und zerlegen. Vielleicht hast du noch irgendwelche Pains, die wir anschauen können. Und einen zweiten Motor, den wir mitgeben können, wo du gesagt hast, vielleicht können wir den irgendwo anschiffen oder irgendwo anfliegen, dass wenn etwas ist in den USA, ein parater Motor dort auf dich wartet. Das wäre ideal, ja. Oli, der weiss, was gute Ingenieurskunst ist. What the fuck? Wie geil ist das? Ich brauche das in meinem Leben. Das sind so Sackgoschen. Wir sollten einen eigenen Clip nur über diesen Bier. Nur über den Bierkasten. Jetzt musst du mal schauen. Zack, jetzt ist eine Kiste. Jetzt ist es eine Kiste. Was ist das? Komplette Begeisterung. Komplette Begeisterung. Der kommt nie mehr über den Hass. Also wir sind heute wirklich gut gerüstet. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Motoren da. Und 7. 8. 7 bis 8 Motoren. 3 Leute, die können schrauben. Einer, der Kameramann ist und einer, der gerne Käfer hat. Ich glaube, das wird ein erfolgreicher Tag. Ziel ist ja eben, wie gesagt, 2 Motoren aufbauen. Um zu wissen, wo wir dran sind und was, muss wahrscheinlich jetzt erstmal den haben. Weil das ist der Hauptmotor. Da soll dein Startmotor aufbauen werden. Und ich glaube, ich überlasse einfach mal euch, um da mal Bestandesaufnahmen machen. Ich sehe schon, ist schon. Leg mal los, ja. Geil! Absteller. Ja, bevor wir überhaupt anfangen, läuft das Ding? Mit Sicherheit. Voilà! Ja, also der Sattel, Mann. Du musst drauf sitzen. Bevor man nicht drauf sitzt, sollte man sich will nicht beschweren. Der Oli hat aber recht. Und das gleiche wie der Freddy mit der tiefen Lenkung. Der Peru hat im Mofacross auch extra harte Sattel montiert, weil er sagt, auf weichen Sattel, wenn du da lange drauf rumrutschst, kriegst du Blasen und alles am Po. Und hier, harter Sattel nicht. Es gibt so schnell Hornhaut, da gibt gar kein Blatt dran. Nein. Der Arsch nimmt mehr als man denkt. Das Einzige, was wirklich, Deine Wörter. das Einzige, was wirklich als passiert ist, dass dadurch, dass durch diese zusammengefaltete Haltung schlafen mir die Beine ein. Deswegen muss ich meine Zwangstiger Pause machen. Was auch, also was ich sehr speziell finde, ist ja wirklich die fetten Pneu unter diesen schmalen Schutzblechen. Also es sind ja breite Schutzbleche schon, aber wirklich ein Tight Fit Band tiefer da hinten, wie original. Ich muss mit dem Gepäck wahrscheinlich noch einen Zentimeter hoch. Ja. Also ich mach dann 270er rein, Ja. jetzt sind 260er drin. Original sind 320er. Oli, nimm andere Dämpfer, die werden auseinanderfallen. Was? Originale Puch Maxi Dämpfer hat es mir sogar gebrochen. Also die waren in der Mitte geknickt. Wir haben schon im Shop. Das ist wirklich ein guter Verkäufer. Werden wir das mal notieren? Oh Mann, also Jungs, komm, fertig gelabert. Jetzt machen wir das Ding auseinander, weil 8 Motoren und ich weiß nicht, was machen. Also, los! So, also der Oli hat hier angefangen, den Motor nehmen wir mal raus. Und der Dominik und der Köbi fangen hier schon mal an mit dem zweiten Motor. Alles auseinandernehmen, Bestandesaufnahmen. Und der Dominik kann euch sicher mehr erzählen, was genau da passiert. Wir haben hier mal unseren Motor. Wir nehmen den komplett auseinander. Der hat es nötig. Nach 50 Jahren ist halt alles kaputt. Alles restaurieren, putzen, neue Hightech-Ware rein. Für ein Hightech-Zündabmotor. Beim Olis im Motor ist die Kickstartwelle voll ausgelatscht. Die hat hier Spiel und zeigt Öl raus. Das ist voll scheiße. Darum müssen wir jetzt hier am Aluminiumlagergehäuse einen Lagersitz ausfräsen und ein Notlager einbauen, dass wir eine gute Führung haben, dass wir keinen Ölverlust haben und die Welle gut geführt ist. Vorher, nachher. Darum haben wir nur Profis da, weil was soll ich mal umfrieren hier? Hier bin ich. Fahrer mitgenommen, Triebhalle mitgenommen, Nadellager am Start. Alles. Ich sehe schon. Was machst du am so Dienstag, Donnerstag? Und Zeit zum Film drehen und ein bisschen. Ja, ein Hobby. So. Wir müssen ja auch nicht unbedingt
Heiße kraftvoll. Hoppla, Waldhaus. Cheers. Cheers. Yes. Wenn wir an dem auch noch etwas machen? Vorerst. Eigentlich nicht. Also ich werd hier noch eine Strebe reinschmeißen, damit der Tank Ja. nicht nachgibt. Ich muss noch ein bisschen modifizieren, ich muss vielleicht noch einen Lenkeranschlag machen. Dann bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich den vorderen Fender komplett rausmache, weil du hast halt einzelgelagerte Feder und dann macht der Reifen halt dementsprechend, geht nach links und nach rechts und dann schleift er halt auch mal ganz gern. Ich will jetzt einfach hier in das Loch raus. Ich weiß nicht, welches das ist. Aber ich meine, 1, 2, 3, 4, 5, 20% Chance. Machen wir. Ist ja ekelhaft. Soll ich mit Bier spritzen? So, also für die Zuschauer müssen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen abbrechen, auf den Boden bringen und vielleicht noch mal einen Schritt zurück machen. Dich mal ein bisschen kennenlernen, was du vor allem machst, was du schon gemacht hast, weil du bist ja eigentlich ein wilder Kerl. Oder auf Hauchdeutsch, du bist ein wilder Kerl. Das ist also ich war die letzten Jahre, eigentlich die letzten 4, 5 Jahre immer unterwegs. Habe einen Freund, der immer mitfährt. Oder den ich dazu zwinge, dass er mitfährt, aber er hat auch Bock drauf, der Markus. Und wir waren, also meine erste Reise war alleine nach Kroatien, nach Krk. Insgesamt 2700 Kilometer in 16 Tagen. Ich glaube, ich habe an die 40.000 Höhenmeter gemacht. Das war schon mit Hängematte und so. Und das war halt schon geil. Und da hat es mich dann halt richtig gekickt, hat es mich abgeholt. Und dann sind wir das Jahr drauf sind wir in die Alpen gefahren, haben 10 Tage Offroad gemacht. Albanien waren wir. Ja. Und jetzt dieses Jahr waren wir 2 Wochen in Spanien unterwegs, einmal quer durch. Interessanterweise geht nie schwerwiegend irgendwas kaputt, das ist halt einfach, das Glück fährt mit. Wenn Engel reisen. Ich habe vorher bin ich tatsächlich mit der Zünder Bergsteiger M25 unterwegs gewesen. Auch Zündab. Ja. Ich bin hauptsächlich auf Zündab unterwegs. Ich konzentriere mich auf eins, von dem ich keine Ahnung habe. Das wäre zu viel, wenn ich von allem keine Ahnung habe. Macht Sinn. Ja. Ich habe tatsächlich noch das ein oder andere da zu Hause stehen. Die Verlässlichkeit ist halt das. Und da ist Zündab halt für mich das Einkick-Wunder. Also du triffst du an und sie läuft. Und das ist wirklich bei allen Bedingungen, Wetterbedingungen. Und die letzten Jahre, dieses Reisen, das ist ja schon, hat mich schon angemacht. Und jetzt bin ich Mitte 40. Und ich dachte, wenn ich jetzt nicht die große Reise antrete, dann wahrscheinlich nie mehr. Und habe dann Anfang 2022 im Januar Sabbatical angefangen. Zumindest die Ansparphase. Und das geht jetzt noch bis April. Und dann habe ich quasi ein Jahr frei. Ich mache den Sprung transatlantisch nach Kanada, USA, Mexiko, soweit mich der Esel trägt. Also Ziel ist jetzt von hier, also von Deutschland losfahren, Richtig. dann erst im Süden, dann im Norden, dann... Ich habe mir gedacht, ich komme nochmal zu euch. Ich bedanke mich nochmal, mache nochmal einen Burnout hier unten. Und dann geht's einmal um Bodensee rum, übers Allgäu, wahrscheinlich nochmal nach Hause, weil ich irgendwas vergessen habe. Und dann übers Saarland Richtung Norden. Und will dann aber schon Ende Mai das Moped in die Kiste packen, in den Flieger und dann Wo verpackst du? in Hamburg. Dann geht's halt erstmal nach Kanada. Wo genau, weiß ich noch nicht. Montreal, Toronto, Vancouver. Wo Parafosse? No. Dann werde ich wohl in Kalamazoo, das ist so links von Detroit, die erste Moped-Rallye mitfahren wollen. Ah, geil. In der USA, die haben ja auch ein paar. Ich werde nicht alle mitnehmen können. Aber das wäre halt ein guter Start. Dann, einfach ein bisschen Community dann noch. für Connections. Ich meine, ich bin bei Moped Army, habe ich mich registriert. Das ist ja denen ihre Riesen-Community. Und das bringt schon mal, also war schon mal auf jeden Fall vorteilhaft. Und jetzt eben diese Rallye und da wird sich dann eins zum anderen. Also ich plane am besten nicht zu viel vor, weil also so die Richtung habe ich. Ja. Es geht erstmal Richtung Ostküste, über Kanada, dann nach New York runter, dann einmal quer durch. Dann will ich in Skatopia will ich noch vorbei, Klassiker. Und dann habe ich halt wirklich viele Angebote zum Übernachten für eine Couch in, was weiß ich, Kentucky, New Mexico, Colorado habe ich viel, Utah. Also es wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht lasse ich das Zelt auch zu Hause. Es gibt ja der Trip ist ja hauptsächlich Zelt. Ja.
und Mopedfahren. Auf das wird sich beschränken und das Ganze dann 1 Jahr. Ich will aber zum Schluss auf jeden Fall die letzten 5 bis 6 Wochen schon wieder in Europa sein und dann eben auf eigener Achse wieder zurückfahren. Ja. Weil es wäre blöd, wenn ich am Ablauf in den Flieger steige und ich bin zu Hause. Das ist kein Abschluss. Das ist, auf eigener Achse ist immer am interessantesten, ja klar. Die Moped-Community ist gespalten, sie belächelt oder wird am liebsten mitfahren, aber es gibt halt einen Unterschied zwischen wäre geil und einfach machen. Ja, und das sagen ja viele, oh, das würde ich auch gerne machen. Und dann sage ich, nee, nicht würde ich auch gern, sondern machen. Ich habe halt das Glück, mein Job erlaubt es mir halt ein Sabbatjahr zu machen. Und dann ist halt keine Frau, keine Familie, nichts, was mich aufhält. Von dem her freie Fahrt für freie Bürger. Geil. Ja, klingt ja mega geil. Darum jetzt auch wieder auf Mundart. Wenn ihr das Zeug nicht verpassen will, was der Oli so macht oder eben in Zukunft seine Riesenreise, was er da antritt, wenn ihr das verfolgen, dich findet man? Instagram hauptsächlich unter undermotorized.idiots, kaum zu übersehen. Genau da wird viel Stories, Fotos, Content. Ich versuche ein bisschen über YouTube zu machen, ebenfalls Undermotorized Idiots. Ich mache die Reise eigentlich für mich und dann weiß ich nicht, wie viel komme ich zum Stories machen, zum Videos schneiden. Mache ich immer wieder, findet man auch bei mir auf der Seite, aber im Vordergrund liegt halt immer noch das Abenteuer, die Reise und nicht 3 Tage im Hotel sitzen und Video schneiden. Ja. Wir wollen das natürlich auch begleiten. Wenn der Oli uns ab und zu mal etwas zuschickt oder so, können wir das gerne auch zeigen. Und ganz sicher am Abschluss, wenn du deine Reise gemacht hast, gerne nochmal zusammenhocken, gerne nochmal vorbeikommen. Wir hoffen, dass die Motoren heben und dann unbedingt Erfahrungsbericht von dieser langen Reise. Ja, das müssen wir machen. Wir werden sehen. Affengeile Aktion. Richtig. Also höchster Respekt davor, dass du das überhaupt antrittst. Wirklich, es ist es Machen. Es wäre nicht gegangen ohne eure Hilfe. Oder es geht nicht ohne eure Hilfe. Hilfe. Da würde ich jetzt noch nichts sagen, weil Motoren sind noch nicht zusammen. Gut, dann haben wir jetzt mal die Zuschauer ein bisschen aufgeklärt und ich würde sagen, wir gehen mal hinterher schauen, was die anderen 2 Jungs machen. Die sind nämlich fleissig. Beide Motoren sind schon fast auseinander. Ja, ich krieg schon ein schlechtes Gewissen. Bei mir ist es besser, dann mache ich nichts falsch, oder? Aber gehen wir am besten schauen. Checken ab, was dort läuft und entscheiden uns für Zylinder. Klar. Geil. Marc kommt noch auf, das ist gut. Wie ihr seht, Mofa ist zerrupft und Motoren ebenso. Wir haben hier einmal den Oli und dahinter einmal einen zerrupften Motor. Jetzt mit allen Teilen so weit bearbeitet, dass man es brauchen kann. Wir haben doch 2, 3 Teile gefunden, beziehungsweise der Dominik hat doch 2, 3 Teile gefunden, die wir ersetzen müssen. Hier der zweite Motor, weil wir bauen ja 2 verschiedene Setups auf. Was schwebt dir vor? Was hast du ersetzen? Was war alles kaputt und was bauen wir da auf? Wir haben hier den Motor, den wir als 44 aufbauen, 44er Zylinder. Wir haben an dem, wie schon gesagt, Kickstarterwelle, Lagerung verbessert. Dann haben wir Kurbelwelle mit Asylpleuel eingebaut, dass das wirklich verhebt. Wir bauen die stärkere Kupplung auf mit 10 Federn. Und ja, alle Teile müssen noch gereinigt werden. Und nachher kann man nicht selber bauen. Und nachher wird das super natürlich. Geil, also da wird ein stärker, ich sage jetzt mal für ins ferne Ausland geeigneter Motor, High-End-Motor. Das hier wird Original Richtig. Motor. Originalmotor mit 39er Swingzylinder. Auch der bringt schon ein bisschen mehr Leistung. Der bringt mehr Leistung als der Original. Wir haben auch hier Kurbelwellen mit dem Asylpleuel verbaut, dass das sicher verhebt. Diverse Teile haben wir ersetzt, dass der alles wieder flott ist. Und ja, nach dem Putzen kann man auch der zusammengebaut werden. Tipptopp. Jetzt machst du den überratschen. Also, wir haben hier die beiden Swing-Zylinder. Einmal den 39er für den, einmal den 44er, zweimal 39er. Oh, einmal den 44er für den Motor. Wie gesagt, dass wir die zuerst wirklich reinigen, alles nochmal sauber machen, entfetten, alles durchchecken und dann die wirklich sehr piekfein aufbauen. Für das haben wir, wie gesagt, Experten da. Mit Erfahrung und mit Know-how und weiss ich was und eben, ja, halt einfach so ein bisschen da. Wird geil. Wird absolut geil. Wir machen hier aber den Break, das ist das Ende von diesem Video. Wenn ihr wollt sehen, wie wir das Ganze aufbauen, wie der Hübel läuft und wie der Oli die ersten Meter und hoffentlich die ersten Burnouts kann machen,
Nächstes Mal wieder einschalten, Abo, Like da lassen, auch beim Oli an der Motorized Idiots. Geile Scheiße. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao. Ciao. Wow! Jetzt erstmal Hammer.